Herzlich willkommen zu einem neuen Video und viele liebe Grüße hier aus Montenegro. Ich befinde mich hier gerade im Durmitor Nationalpark. Wir werden da noch weiter reinfahren und der Weg bis hierhin vom Münsterland aus, den seht ihr jetzt in diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mitreisen. Gestartet sind wir am 1. Mai bei herrlichen 30 Grad, blauem Himmel und Sonnenschein. Erstmal legen wir 500 Kilometer von Münster nach Erlangen zurück, wo diese verträumte Kirche und das neuwertige Industriegebiet mit hohem Vorkommen an Siemens-Gebäuden auffallen. Autobahn-Idylle am frühen Morgen. Ich bin hier gerade dabei, die Afrika Twins zu bepacken und die Transalp. Wir sind allerdings auch spät dran, es ist gleich schon 10 Uhr. Aber es ist ja auch der erste bzw. zweite Reisetag, da darf man das auch. Ja, und eine Sache, die wahrscheinlich super viele so erleben, aber keiner drüber redet, ist ein schmerzender Hintern. Dieses am Stück von morgens bis abends auf dem Bike sitzen, da muss sich der Arsch doch erstmal wieder dran gewöhnen, oder? Sonnenreuth, in die Richtung geht's jetzt. Hier, ca. 30 Kilometer südwestlich von Rosenheim, frohlocken die Gipfel der Alpen und schenken uns auf den Motorrädern an diesem sonnigen Morgen einen super schönen Ausblick. Den wollen wir auch im Stillstand genießen und legen kurzerhand eine Kaffeepause ein. Bayerns Natur gibt ihr Bestes, um uns den Reisestart in Deutschland zu versüßen. Wow! Einige Kilometer weiter am Walchsee warten dann kleine Tiere darauf, uns zu entzücken. Kleine, feine Stichlinge. Stichlinge ist zu groß, das sind ja schon solche Tiere hier. So sind die. Gar nicht. Boah, das ist ja toll zum Baden hier. Weiter über den Ort Kössen fließen wir im Flow mit dem Wasser Richtung Österreich. Der Blick reicht weit in die schneebedeckten Berggipfel, die vom vergangenen Winter erzählen. So, mittlerweile angekommen hier in Österreich. Kleiner Stopp am Flussrand. Und mittlerweile hat sich das Popometer tatsächlich etwas beruhigt nach dem zweiten Tag auf dem Motorrad in Folge. Ich habe gerade, als wir nach Österreich reingefahren sind, so einen Laden gesehen, wo es ultra viele Schafsfelle zu kaufen gab. Da habe ich noch gedacht, vielleicht hätte das auch geholfen, wenn ich das auf meiner Sitzbank noch hätte. So ein Schafsfell ist ja immer super gut. Ansonsten zwischendurch mal aufstehen und ein bisschen im Stehen fahren, das hilft auch sehr. Ja, voll. Total cool. Wo sieht man das? Ja. Sie sagt, wo sieht man das? Wo sieht man das schon? Ja, hier in Österreich. Boah, das ist so geil, hier so in den Tag zu starten, hier mitten durch die österreichischen Pässe im Nationalpark. Das sieht einfach so geil aus hier. Das ist unfassbar schön, wie dieses Land hier ist. Echt, mega. Im Wintersportort Obertauern in Salzburg wird es kurz frisch. Denn die 1740 Höhenmeter, auf denen wir uns hier befinden, lassen den Schnee noch nicht schmelzen. Wir nächtigen direkt am Biosphärenpark Nockberge in Mauterndorf, wo wir uns bei einem Abendspaziergang die Beine vertreten. Hier sind wir am Katschberg in Österreich und es ist einfach so wunderschön hier durchzufahren. Dieses Land so nah bei uns und ja, so schön. Auch schon in Deutschland, die letzten Kilometer, wo man schon den Blick auf die Alpen hat. Es ist ein Träumchen. Gerade für uns Münsterländer ist das einfach eine ganz andere Welt und sofort das Gefühl von weit, weit weg sein. Ja, das ist wirklich verrückt. Nicht mal 1000 Kilometer von zu Hause weg sieht die Welt schon so anders und unbekannt aus, dass sich die Faszination beim Betrachten des Neuen sofort einstellt. Noch weiter weg vom Münsterland als Österreich liegt Slowenien.
Das erreichen wir am 3. Tag der Reise über den Wurzenpass, wo dieser Panzer kaum jemanden vorbeilässt, der nicht ein Foto mit ihm gemacht hat. Dieses türkis angehauchte, glasklare Wasser des Flusses Sava Dolinka fließt durch den Ort Kranjska Gora, der mich schon auf meiner Solo-Balkanreise 2022 fesselte. Damals war ich zum ersten Mal in Slowenien und schwor mir, eines Tages wieder herzukommen. Und tada, 3 Jahre später ist es endlich soweit. Kranjska Gora, was übersetzt Krainer Berg heißt, ist an diesem Vormittag gut besucht. Immerhin ist hier für Biker Free Parking, ja. Der alpine Ferienort zieht im Frühjahr vor allem Wanderer an, die wegen der Gletscherseen und Berge des Triglav Nationalparks hier sind. Direkt im Anschluss folgt ein Gebirgspass, der mit 1611 Metern der höchste östliche Straßenpass in den Julischen Alpen ist. Der Virčić-Pass. Er ist einfach wirklich ein wunderschöner Pass, den man mit Genuss befahren kann. Viele Biker zieht er an, wie man hier auch sieht. Ja, ich finde, das ist wirklich richtig traumhaft hier. Das ist so ein bisschen verzaubert, sieht das alles so aus. So irgendwie so ein ganz süßer Pass. Also jetzt gar nicht so das Motorrad-Action-Ding, sondern einfach was zum Genießen und zum entspannt durchfahren und die tolle Natur hier bewundern. Das sieht nämlich echt hier richtig schön aus. Im Hintergrund die Bergkulisse da. Das ist schon echt sehr geil hier. Ja, total. Das kann man sich auf jeden Fall auf den Plan schreiben, wenn man durch Slowenien durchfahren oder auch hier eine Zeit verweilen will. Verweilen wollen wir auch und legen kurzerhand eine Mittagspause ein. Diese Hochgebirgsstraße von Kranjska Gora über Virčić hat 50 Serpentinen. Sie wurde während des Ersten Weltkriegs von Kriegsgefangenen, hauptsächlich Russen, gebaut. Eine russische Kapelle oberhalb der Straße erinnert an diese Zeit. Na, schon am Reisepläne schmieden? Aber Achtung bei der Planung, der Pass kann während eines Teils des Jahres wegen Schnee geschlossen sein. Nach dem Pass führt die Straße für einige wunderschöne Kilometer entlang der Soča. Hier ist Raften eine sehr beliebte Aktivität. Campingplätze mit Touristen, die dafür hier sind, tümmeln sich zahlreich im Verlauf der Straße. Wir finden mit etwas Glück einen, der abgelegen und sehr ruhig ist. Da der Besitzer möchte, dass dies auch so bleibt, wird der Name in diesem Video nicht genannt. Okay, ich glaube, wir besuchen gerade den Campingplatz von der Rückseite aus. Google Maps sagt, das ist ein Weg. Dann wollen wir mal schauen, wie gut wir hier ankommen. Schön hier in Slowenien, mal ein bisschen ab in die Natur. Hey! So, wir sind hier an einem wunderschönen Campingplatz in Slowenien angekommen. Und das Erste, was hier gemacht wird, ist uns was zu trinken angeboten. Also wir sollen erstmal die Motorräder abstellen und dann ja, gibt es jetzt erstmal ein Glas Bier. Okay, wow. Oh, Sweets auch noch. Wollen wir mal anstoßen? Ja. Auf diesem liebevoll gestalteten Platz fühle nicht nur ich mich wohl, sondern auch diverse Zweiräder. XT450 and Kawasaki. And for the luxury, I have this one. Quad. Oh, okay. Wow. Nice. Das Zelt bauen wir direkt am Wasser auf. Was für eine Idylle inmitten der Natur. Wir haben hier gerade echt so ein kleines Paradies gefunden. Und die Leute vom Campingplatz haben gesagt, dass ab Mitte Juni hier so richtig viel los ist. Das heißt, hier Anfang Mai kann man die Ruhe noch richtig genießen. Und vor allem, was ich sehr angenehm finde, ist, dass es hier kaum Insekten gibt. Also das, was hier so rumfliegt, das sticht nicht. Und deswegen ist es echt cool, hier auch leicht bekleidet rumzulaufen. Ein paar Schritte zu Fuß vom Zelt entfernt gelangen wir zur Soča.
Die Magie der Blau- und Grünschattierungen des Flusses ist simpel erklärt. An feinen Kalkpartikelchen wird kurzzeitig Strahlung gestreut und ergibt die blaue Farbe. Die grünen Anteile stammen von Grünalgen, also mikroskopisch kleinen Flusslebewesen. Naja, ich glaube trotzdem daran, dass dieses Wasser etwas Magisches hat. Zünftiges Abendessen heute: Lachsfilet aus der Dose mit Aussicht auf den Bach. Tag 4 auf unserer Motorradreise. Heute geht es von Slowenien rüber nach Kroatien. Und heute merke ich richtig, wie leicht mir das fällt, auf dem Motorrad zu sitzen. Es ist, als wenn man mit jedem Tag, den man reist, immer mehr mit seinem Motorrad verwächst und ja, sich daran gewöhnt, drauf zu sitzen, morgens aufzustehen, alle Sachen zu packen und dann bereit zu sein, um ja, nicht zu wissen, wo man am Abend landet, aber unterwegs einfach genau zu wissen, dass das da, wo man ist, genau richtig ist und wunderschön. Und genau mit dieser Laune habe ich diesen Tag auch verbracht und es einfach total genossen, durch das grüne, wunderschöne Slowenien zu fahren. Heute Morgen haben wir noch unser Zelt in Slowenien abgebaut und sind jetzt gegen Mittag schon in Kroatien. Reingefahren nach Kroatien sind wir über Rijeka und von dort aus geht es jetzt am Meer entlang zu einem Campingplatz, den ich bereits kenne und in richtig gute Erinnerungen habe. Wir haben wettertechnisch gerade richtig Glück. Es sollte eigentlich regnen, aber davon keine Spur und ich hoffe, das bleibt so. Da ist einfach so ein richtig fettes Rohr. Es geht einfach in den Meerespart hier rein, kommt hier auf der anderen Seite wieder raus. So ein Tunnel durch den Hafen durch. Falls jemand von euch weiß, warum dieser Tunnel hier gebaut wurde, teilt euer Wissen gerne in den Kommentaren. Während Julian Spannendes im Hafen entdeckt, übe ich mich im Klettern. Schöner Ausflug in der Botanik, ne? Zum Pinkeln, man kennt es. So, erstes Mal tanken hier in Kroatien. Als ich das letzte Mal in Kroatien war, da war hier noch eine andere Währung. Ich meine, es wäre Kuna gewesen. Mittlerweile kann man ja auch in Euro bezahlen. In allen Ländern dieser Reise geht das Zahlen in Euro mit Bargeld problemlos. Nur Kreditkartenzahlung ist an manchen Orten nicht möglich. No. Wie zum Beispiel in kleinen Läden oder abgelegenen Tankstellen in Ländern wie Albanien oder Nordmazedonien. Da am besten immer vorher nachfragen oder genügend Bargeld dabei haben. Auf dieser Straße entlang der Küste treffen wir auf viele Motorradfahrer. Die sehen wir allerdings hauptsächlich von hinten, denn die meisten von denen überholen uns. Was soll's? Ich genieße halt gern die Fahrt am Meer in einem Tempo, wo man viel von der Landschaft sehen kann. In der Landschaft Kroatiens finden sich auch viele Ruinen, teils Überbleibsel aus dem Kroatienkrieg, der hier 1991 bis 1995 für Zerstörung gesorgt hat. Zum Glück ist das Vergangenheit und Kroatien heute ein sicheres und eindrucksvolles Reiseland. Es gehört übrigens zu den 30 wasserreichsten Staaten der Welt und beinhaltet insgesamt 1246 Inseln, von denen 47 dauerhaft bewohnt sind. Die beiden größten davon, Cres und Krk, kenne ich bereits und kann sie euch wärmstens empfehlen. Kleiner Snack am Straßenrand, Thunfischsalat. Ich zeige euch mal die Aussicht hier, guck mal mit.
Zielsicher steuern wir das Camp Sibuljina an, was Wiedersehensfreude bei mir auslöst. Dort stehen die Motorräder und das Zelt ist auch schon wieder aufgebaut. Das ist jetzt hier also der Ausblick, den Julian gerade schon genießt, aufs Meer vom Zelt aus. Ja, das ist genau der Platz, den ich eben vor 3 Jahren schon mal besucht habe, wo ich hier gesessen habe mit den 2 Slowenen aus Maribor, mit denen ich zusammen Wein aus Maribor getrunken habe. Und jetzt sind wir hier und es ist einfach total schön, irgendwie so in der Welt zu Hause zu sein und so seine Plätze zu haben, an denen man schon mal war und wo man einfach weiß, es ist total schön da und da kann man immer wieder hin. Das ist ein kleines Paradies. Und genauso ist das hier. Und weil wir jetzt hier gleich unsere berühmt-berüchtigte Chinasuppe essen wollen, haben wir uns gefragt, ob das Leitungswasser hier in Slowenien eigentlich trinkbar ist. Nee, wir sind ja in Kroatien. In Kroatien überhaupt trinkbar ist. Und ja, das Leitungswasser kann man hier ohne Bedenken trinken. Das wird sehr gut geprüft. Das ist sogar sehr gutes Wasser zum Trinken, genauso wie in Slowenien. Also Leute, da bleibt uns das erspart, was ich in Marokko erlebt habe. Ne? Immer schön in solchen Ländern das Wasser chloren. Aber hier muss das nicht sein. Ab in eine Suppe damit. Wo gestern Abend keine Welle zu hören war und das Wasser glatt wie eine Wand zu sein schien, schäumt es am Morgen darauf wild vor sich hin. Schlagartig bekommt das mediterrane Campingerlebnis einen weniger paradiesischen Touch. Jo, wir fahren dann jetzt weiter. Also das nasse Zelt eingepackt und weiter Richtung Bosnien. Nachdem uns die Route gestern vorrangig an der Küste entlang geführt hatte, verabschieden wir uns nun erstmal vom Meer und fahren ins Landesinnere. Es garantiert viel Grün und Weite, die ab und zu durch schroffe Felsen begrenzt wird. Trotz dicker Wolken am Himmel, die Straße bleibt trocken. Da sind wir dem Regen doch glatt davongefahren. Und meinen ersten Fuchs habe ich hier sogar auch gesehen. Über der Stadt Obrovac in Norddalmatien sind die Ruinen einer alten Festung erhalten geblieben. Auf ihnen weht die Landesflagge. Da lohnt es sich, einen Augenblick stillzustehen. Aber Obacht, Schnecke! Ehe wir es uns versehen, sind wir im Nationalpark Krka, wo der Brljansko-See ein spektakuläres Bild abgibt. Die Hauptattraktionen im Nationalpark sind die 7 großen Wasserfälle. Der Briljan-Wasserfall, der hier bei Hochwasser der Krka besonders tosend fließt, ist einer davon. Also auch hier durch das Inland von Kroatien zu fahren, lohnt sich absolut. Und ich freue mich, dass wir da so ein bisschen Variation drin haben. Von gestern an der Küste entlang bei blauem Himmel und richtig schön Sonne. Und heute hier klart sich es auch so ein bisschen auf, da kann man das auch wirklich genießen. Hier dieses fette Grün, was einem von überall her entgegenscheint. Das ist also wirklich wahnsinnig schön hier. Und dann sowas plötzlich am Straßenrand, einfach so völlig unverhofft, ungeplant. Und da lohnt es sich dann mal an die Seite zu fahren und eine kurze Pause zu machen. Die Nacht verbringen wir in einem Hotel in der Stadt Semir, 35 Kilometer von Split entfernt. Blub. Heute verlassen wir Kroatien und machen uns auf den Weg durch Bosnien bis nach Montenegro. Und wir sind nicht die Einzigen, die sich an diesem Morgen auf den Weg machen. Das sieht sehr nach Spaß aus. Er ist auch schon ordentlich schmutzig, ey. Nice, nice, nice. Eine Brücke mit glattem Asphalt. Eine Baustelle mit löchriger Straße und ein Ausblick später heißt es: So, da sind wir an der Grenze von Kroatien nach Bosnien auf der kroatischen Seite. Mal schauen, wie das jetzt hier abläuft.
Dobry den. Komm schon. So, ich glaube, hier muss man einfach mal einen Reisepass zeigen. Und das reicht. Ich muss den jetzt hier noch rausgefuddelt kriegen. Kurz Däumchen drehen. Oh, ich könnte mal meinen Tank putzen. Voilà. Wie schon bei mir will der Grenzbeamte auch von Julien nicht nur den Reisepass, sondern auch den Fahrzeugschein sehen. Also heißt es suchen, kramen, tasten. Na, wo war der denn nochmal? Beeilung, der Beamte wird ungeduldig. Ah, hier ist er. Weiter geht's zum nächsten Grenzposten auf bosnischer Seite. Wo genau der ist, man weiß es manchmal nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob man hier halten soll. Muss man hier halten? Ich glaube, da hinten. Oder hier? Hier, willst du was sehen? Is everything okay? Can I go? No? Okay. Warte. Naja, probieren kann man's ja mal. Zwischendurch stehen ist auch nicht schlecht. Voilà. Das hat doch gut geklappt. Unkompliziert, freundliche Leute. Man kriegt noch Good Luck mit auf den Weg gewünscht. Schön. Willkommen in Bosnien! Ich erinnere mich hier gerade total an die Reise, die ich 2022 gemacht habe, als ich hier solo nach Bosnien das erste Mal rein und ich wusste, ich brauche jetzt hier eine neue Handykarte, weil das in meinem Tarif, im deutschen Tarif viel zu teuer wird. Und dann bin ich hier direkt hinter der Grenze, bin ich dann in so einen Laden rein und es war ein Akt der totalen Schwierigkeit, diese Karte in meinem Handy zu installieren. Und das hat einfach nicht funktioniert, obwohl der ganze Laden und Leute, die noch reinkamen, die noch von der Straße hereingebeten wurden, um zu helfen, irgendwie mit einer riesen Hilfsbereitschaft, versucht hat, diese Karte ans Laufen zu kriegen. Und dann wurden noch irgendwie angerufen, deutsche Verwandte, ob die helfen können. Also es war echt super freundlich und gleichzeitig hatte ich aber auch echt total Respekt, weil ich dachte, wie schwierig ist das hier, diese Karte zu installieren, und bin dann von der Grenze aus nach Mostar gefahren und da habe ich dann nochmal eine andere Karte gekauft und das in so einem Handyladen machen lassen und das war dann gar kein Problem für die, weil die kannten sich damit aus. Es war auf jeden Fall ein spannendes erstes Mal hier in Bosnien für mich und diesmal ist das auf jeden Fall schon ein bisschen entspannter, dadurch, dass wir natürlich zu zweit sind, dass ich hier auch schon mal war und dass wir jetzt keine Handykarte brauchen, weil wir hier heute quasi nur durchfahren und dann in Montenegro das Ganze mit einer eSIM machen, mit Airolo. Das ist eine App, die haben wir uns runtergeladen und dann kann man sich das Datenvolumen kaufen für verschiedene Zeiträume in verschiedenen Größen. Dafür braucht man quasi nur ein eSIM-fähiges Handy. Und hier gibt es diese Pekana, also das sind Bäckereien mit feinstem Gebäck. Das ist so lecker. Wenn ihr mal hier unterwegs seid in der Gegend, müsst ihr unbedingt da mal was zu essen kaufen. Hier in Bosnien gibt es erstmal die Schlier-Asphalt. Kennt ihr das? Da ist so auf dem Asphalt sind da so Rillen drin. Das fühlt sich an, als wenn du 100% Platten hast, aber hast du nicht. Das ist einfach dieser Asphalt. Sehr irreführend vom Fahrgefühl her. Das Motorrad wird irgendwie so gelenkt. Das ist nicht wie wenn du über Schotter fährst. Ja, ne? Das ist nicht wie wenn du über Schotter fährst, sondern so ein bisschen wie als wenn du in so einer Rille fahren würdest oder mehreren Rillen und das Motorrad springt dann immer so von einer zur anderen. Zeit für eine Pause. Mit Bananas. Die bringen ja Dingens hier, wie heißt das? Magnesium. Und Magnesium ist gut für die Muckseln. Und lockere Muckseln bedeutet lange fahren. Auch wenn Julien die Weiterfahrt zu sabotieren versucht. Nein. Die haben hier extra einen Mülleimer ausgehoben für die Banane. In Bosnien und Herzegowina ist die religiöse Landschaft vielfältig. Die Hauptreligionen sind der Islam, das Christentum sowie sonstige Glaubensrichtungen wie Judentum und Atheismus, wobei etwa 50-60% der Bevölkerung Muslime sind, weswegen es hier auch viele Moscheen gibt. Und hier gibt es auch... Hier bei Stolac kommt dann plötzlich sowas mit Wasserfällen und da hinten ist sogar noch so ein kleines Restaurant, wo man sitzen und da reingucken kann. Also wunderschön. Für uns ist jetzt gerade noch nicht die Zeit, eine Pause zu machen, deswegen fahren wir jetzt zwar noch weiter, aber falls ihr mal hier seid, dann könnt ihr das ja mal einplanen, als schönen Stopp hier was zu essen oder einen Kaffee zu trinken an diesem wunderschönen Ort. Und Die wahrscheinlich kleinste Leitplanke der Welt oder was auch immer es darstellen soll.
Ich wollte erst mit meinem Motorrad da drauf fahren auf den Steg, aber dachte mir, lieber nicht. Kurz hinter der Ortsausfahrt der Kleinstadt Stolac steht ein Polizeiauto, gut getarnt unter einem Baum. Sind wir im Visier einer verdeckten Ermittlung? Nope. Deutsche Reisende auf Motorrädern scheinen sie nicht zu interessieren. Trotzdem fahren wir lieber schnell weiter. Hier in der Republik Srpska sind die meisten Bewohner ethnische Serben, während Bosniaken und Kroaten eine kleinere Minderheit darstellen. Auch die Amtssprache ist Serbisch. Die Republik Srpska wurde 1992 zu Beginn des Bosnienkrieges mit dem erklärten Ziel gegründet, die Interessen der Serben in Bosnien und Herzegowina zu wahren. Das Gebiet war Schauplatz von Kriegsverbrechen, darunter das Massaker von Srebrenica, wobei mehr als 800, zum größten Teil männliche Bosniaken, ermordet wurden. Die Landschaft zeichnet sich durch große Wälder, Berge, Flüsse und Seen aus, die wir von der Straße aus nur erahnen können. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wird in Bosnien offiziell das kyrillische Alphabet verwendet. Aber auf Straßenschildern steht oft der Name in lateinischen Lettern darunter. Völlig unverhofft führt uns die Straße zu diesem, wie es mir scheint, menschenleeren Ort. Der Bileca See ist ein künstlicher See, dessen Länge Teil der montenegrinischen Grenze bildet, sodass ein Stück von ihm auch innerhalb Montenegros liegt. Ja, wahnsinnig, wie schön grün das hier ist. Ganz herrlich, aber auch immer wieder sehr heruntergekommen und müllig. Inmitten des Schutthaufens entdecke ich ein totes Schaf, was auch ziemlich nach Verwesung stinkt. Wie sieht's eigentlich aus mit Tieren in Bosnien? So eine totgefahrene Schlange haben wir auf der Bahn gerade schon gesehen. Mal schauen, welche Tiere uns hier in Bosnien noch so erwarten. Wie im gesamten Balkangebiet laufen viele Nutztiere wie Ziegen und Kühe frei herum. Also teils auch auf der Straße. Auch vor Wildschweinen wird hier gewarnt, also Achtung! Sehr faszinierend finde ich auch diese Eidechsen, die sich mit etwas Glück zwischen Felsspalten und auf großen Steinen erspähen lassen. Sehr betroffen macht es mich, dies zu sehen. Eine von vielen wilden Hündinnen, die hier rumstreunern am Straßenrand und überall, wo man hier so unterwegs ist, liegen die dann in den verlassenen Häusern. Oder kläffen einen von der Seite an. Dazu in einem anderen Video mehr. Freche Tiere gibt es also auch. Kleiner illegaler Mitfahrer hier wieder mal neben dem Tankdeckel. Ja, das sind jetzt hier unsere letzten Kilometer in Bosnien. Dann geht's auch schon rüber nach Montenegro. So, da sind wir an der Grenze, raus aus Bosnien, hin nach Montenegro. Eine Schlange. Tjo, wir sitzen jetzt hier so ungefähr seit 10 Minuten, Viertelstunde und warten, dass wir hier durchfahren können. Aber ich glaube, das ist ziemlich normal. Man kann den Vögeln zugucken, wie die sich hier gegenseitig ums letzte Stückchen Brot kloppen. So, ich glaube, es geht los für uns. Hi! Es folgt die übliche Prozedur. Kein Hexenwerk, reine Formalität. Alles ohne Probleme. Und dann heißt es, willkommen in einem kleinen Land an der Adriaküste, Montenegro, auch bekannt als Schwarzer Berg, in Anlehnung an die dunklen Wälder, die einst die Denarischen Alpen bedeckten. Ja, wir haben die Kamera jetzt gerade ausgelassen. Hier war gerade ein Unfall. Das Auto war am Straßenrand und uns kam quasi ein Mann entgegen, der komplett blutüberströmtes Gesicht hatte, hatte aber zum Glück schon irgendwie einen Verband hinten auf dem Kopf. Also Ersthilfe haben sie schon geleistet. Das Auto voll Katastropheschaden. Also vorne die Scheibe rausgeflogen. Aber der Mann stand noch auf den Beinen, der hatte nur den Kopf kaputt. Also wenn ihr hier fahrt,
es ist halt ja immer so, dass auch die Schafe da und die Ziegen und so, dass die alle uneingezäunt am Wegesrand grasen. Und es kann immer mal einer auf der Straße sein, aber auch sowas natürlich hinter jeder Kurve. Wir wurden jetzt zum Glück von einem, der uns entgegenkam, kurz vorher schon mit Lichthupe gewarnt. Aber das ist natürlich, boah, wenn man das dann so mitkriegt, doch immer erstmal noch ein kleiner Schock. So, hier machen wir jetzt mal eine kleine, aber feine Pause in Montenegro. Zu den Perlen Montenegros gehören der längste und tiefste Canyon Europas, die Tara-Schlucht, der südlichste Fjord des Kontinents, die Kotor-Bucht und verträumte Sandstrände in der Küstenregion. Wir wollen uns jedoch nichts davon ansehen, sondern haben die Kleinstadt Žabljak in das Navi eingegeben. Sie liegt im Zentrum des Durmitor-Nationalparks auf einer Höhe von knapp 1500 Metern über Null und ist damit der höchstgelegene Ort Montenegros. Ganz in ihrer Nähe finden wir durch Zufall die perfekte Unterkunft zum Nächtigen. Für heute Nacht haben wir ein ganzes Haus für uns und das für nur 30 € mitten am Durmitor-Nationalpark. Übrigens, nachdem Bosnien als Währung die konvertible Mark hatte, verwendet Montenegro als Beitrittskandidat der Europäischen Union den Euro. That's it. Und die Bikes können wir direkt daneben anstellen. Schauen wir uns das Ganze mal an von innen. Alles, was man braucht. Ein Bett, 2 Bett und Dach über dem Kopf. Auf diesem Platz gibt es einen WLAN-Router. Und als wir sie nach dem Passwort gefragt haben, hat sie uns einfach diesen WLAN-Router bei sich aus dem Büro, vorne in dem Häuschen da, rausgegeben und meinte, dann habt ihr auch guten Empfang. Wir sind nämlich hier heute die Einzigen, die hier übernachten. Wahrscheinlich, weil alle anderen wussten, dass es an diesem Abend noch gewittert. Der Strom ist ausgefallen. Man hört den Regen. Das war eigentlich noch ganz romantisch, nur jetzt haben wir leider gar keinen Strom und auch kein Licht mehr. Und es ist ein bisschen kalt. Wir liegen hier mit 2 Decken übereinander. Ja, unser kleiner Abendkrimi hier. Eine gewitterige Nacht später unfassbar, dass jetzt hier blauer Himmel ist. Und die ganze Nacht hat es einfach gewittert und geregnet. Es hat nicht aufgehört. Durchgehend die ganze Nacht. Und jetzt hier morgens um 8 ist hier die Idylle pur. Ich hinterlasse am Campingplatz noch einen Hinweis, dass ich da war, gebe Hausschlüssel und Router wieder zurück, verabschiede mich von dem schönen Ort und schwinge mich auf die Afrika Twin, um damit zum Sedlo Pass zu fahren. Von dort aus startet nämlich die eigentliche Tour auf den Adventure Country Tracks, einer Route mit Offroad-Pisten rüber nach Albanien. Das kommt hier demnächst online. Um das nicht zu verpassen, jetzt unbedingt den Kanal abonnieren. Achso, und schon geliked? Ja Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich schon wieder unterwegs auf die nächste Tour, nämlich auf die Honda Adventure Roads geht es. Mit den Afrika Twins von Rom nach Istanbul. Das bedeutet 9 Tage, 8 Länder und 2 Kontinente. Wenn ihr von unterwegs aus ein paar Videos sehen wollt, dann abonniert mich gerne auf Instagram, da werde ich täglich Stories hochladen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns.